Du denkst bei Hue nur an alte Tempel und Kaisergeschichte? Falsch gedacht. Wir starten unser Abenteuer an einem Ort, den sich die Natur Stück für Stück zurückholt. Willkommen im Ho Tui Tien, einem verlassenen Wasserpark. Der Park wurde 2004 für kurze Zeit eröffnet, aber schnell wieder geschlossen. Mittlerweile kümmert sich eine lokale Initiative um das Gelände. Für 50.000 Dong pro Person bekommt man eine Flasche Wasser und ein richtig gutes Leihfahrrad. Damit konnten wir ganz entspannt um den See radeln. Vorbei an alten, verfallenen Wasserrutschen, die halb vom Dschungel verschluckt sind. Bis zu diesem gigantischen Drachen. Bevor wir uns in die kaiserliche Kultur stürzen, mussten wir diesen einzigartigen Lost Place einfach mitnehmen. Aus der Wildnis geht es für uns nun in die ehemalige Machtzentrale Vietnams. Die majestätische Kaiserstadt war über 140 Jahre das politische und kulturelle Zentrum der Nguyen-Dynastie. Die riesige Anlage ist von einem massiven Wassergraben umgeben und war einst die verbotene Stadt. Nur der Kaiser und sein engster Kreis durften sie betreten. Auch wenn der Vietnamkrieg hier leider schwere Spuren hinterlassen hat, ist die Architektur mit ihren verzierten Toren und Hallen immer noch absolut beeindruckend. Wenn du in Hue bist, kommst du an den berühmten Kaisergräbern nicht vorbei. Ein kleiner Tipp vorweg. Wir haben uns direkt bei der Zitadelle ein Kombi-Ticket für 530.000 Dong pro Person gekauft. Das gilt an 2 aufeinanderfolgenden Tagen und lohnt sich wirklich. Den Start macht das Grab von Kaiser Tu Duc. Das Besondere hier: Er hat die Anlage schon zu Lebzeiten bauen lassen und sie quasi als seinen privaten Sommerpalast genutzt. Dementsprechend sieht es hier eher aus wie in einem wunderschönen, poetischen Park mit Seen und Tempeln und gar nicht wie eine typische Grabstätte. Nach dem poetischen Start wird es jetzt richtig monumental. Das Grab von Kaiser Minh Mang ist das absolute Gegenteil. Hier herrscht pure Symmetrie und Perfektion. Alles ist auf einer riesigen Achse angelegt, mitten in die Natur hineingebaut. Minh Mang war ein Kaiser, der extrem viel Wert auf Tradition und Ordnung gelegt hat. Und genau das strahlt diese gewaltige Anlage bis heute aus. Definitiv ein Ort, der uns sprachlos gemacht hat. Zum großen Finale unserer Gräbertour haben wir uns das Markanteste aufgehoben: das Grab von Khai Dinh.
Von außen sieht es fast aus wie eine düstere, steinerne Burg am Berghang. Aber sobald du reingehst, erwartet dich ein unglaublicher Kontrast. Die kompletten Wände und Decken sind extrem detailreich und prunkvoll mit Mosaiken aus Glas und Porzellan überzogen. Kai Dinh liebte den europäischen Einfluss und den absoluten Luxus. Das spürst du hier in jedem einzelnen Zentimeter. Nach so viel prunkvoller Geschichte machen wir einen kurzen Stopp an der historischen Tien Mu Pagode, dem heimlichen Wahrzeichen von Hue. Von dort aus steigen wir direkt aufs Boot. Der berühmte Parfümfluss schlängelt sich einmal komplett durch die Stadt. Auf so einem traditionellen Drachenboot den Fluss entlang zu gleiten, ist einfach herrlich. Ein kleiner Tipp: Beim Preis für die Bootsfahrt solltest du unbedingt vorher gut verhandeln. Danach heißt es, einfach zurücklehnen und die Eindrücke sacken lassen. Pünktlich zum Sonnenuntergang zieht es uns an die Riverside-Promenade am Fluss. Dies ist genau der richtige Ort, um bei wunderschönem Licht dort entlang zu schlendern und ein bisschen durchzuatmen. Danach geht es für uns weiter in die berühmte Walking Street, die Partymeile der Stadt. Dort war es bei unserem Besuch gar nicht so extrem überlaufen, was wirklich angenehm war. Ein schöner Kontrast zu den vielen historischen Städten und einfach der perfekte Ort, um den Abend bei einem kühlen Getränk ganz in Ruhe ausklingen zu lassen. Nach der ganzen kaiserlichen Geschichte, diesem ziemlich coolen Lost Place und den entspannten Vibes an der Flusspromenade, müssen wir die vielen Eindrücke jetzt erst einmal sacken lassen. Ob du Hue auf deiner Vietnamreise unbedingt einplanen solltest, verraten wir dir jetzt. Also wir finden, du solltest Hue auf jeden Fall einplanen, wenn du eine Vietnamreise planst. Weil es lohnt sich auf jeden Fall. Also es gibt nicht nur die Kaiserstadt, also die meisten kommen deswegen hierhin. Ist auch absolut sehenswert, gar keine Frage. Aber wir haben es so gemacht, dass wir auch die 3 Kaisergräber mitgemacht haben. Die kannst du dir dann ganz einfach über das Kombi-Ticket mitkaufen sozusagen und kannst dir das dann einteilen. Das Ticket ist dann 2 Tage verfügbar für alle Sehenswürdigkeiten. Und absolut genial fanden wir den Lost Place. Also wir sind auch in Germany, sag ich mal, ganz gerne an irgendwelchen Lost Places. Aber das hier war wirklich das Beste, was wir bisher gesehen haben. Also diese Wasserrutschen da mitten im Dschungel und der Drache, das war absolut einmalig. Und auch der Parfümfluss finden wir richtig gut. Also insbesondere die Uferpromenade hier in Hue, die ist total modern und chillig. Da gibt es ganz viele Cafés. Und auch die Walking Street lohnt sich dann am Abend mal hinzugehen. Die ist total toll beleuchtet und eine gute Atmosphäre. Also uns hat sie richtig gut gefallen in Hue. Und wenn du Zeit hast, dann solltest du vielleicht sogar 3 Tage einplanen, um dann auch wirklich die Stadt in ihrer ganzen Gänze zu sehen und nicht nur die Kaiserstadt. Ansonsten tun es auch 2 Tage. Oh, ja, genau. Deswegen für uns war es hier richtig cool in Hue.
Absolut. Ja, und zur Reisezeit, ja, vielleicht solltest du am besten zwischen Januar und März kommen. Wir sind jetzt hier Mitte April und man muss wirklich sagen, es ist gerade eine Hitzewelle hier in Zentralvietnam und es ist extrem heiß. Das heißt, tagsüber sind es 38 Grad und man kann eigentlich nur, sagen wir mal, morgens von 6 bis 9 Uhr ordentlich was unternehmen und dann abends nochmal ab 16:30 Uhr. Weil wie gesagt, extrem heiß, das musst du wissen, selbst uns macht das hier richtig zu schaffen. Also man schwitzt den ganzen Tag und die Luft ist extrem heiß, also aktuell etwas anstrengend, Sightseeing zu machen. So sieht's aus. Ja, also wir hoffen, dir hat das Video gefallen und lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar und wir würden uns wahnsinnig über ein Abo freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, mach's gut, hau rein und ciao. Bis dann!